Ich stelle dir heute eine Alternative zur Color Lightbox von Contao vor. In dem Fall sehen wir uns die G-Lightbox von Inspired Minds an. Der Vorteil dieser Lightbox ist, dass du eben komplett auf jQuery verzichten kannst, da diese Lightbox komplett in JavaScript geschrieben ist. Nach der erfolgreichen Installation über den Contao Manager müssen wir die Lightbox zunächst aktivieren. Dazu wechselst du in dein Layout und deaktivierst zunächst mal die Colorbox. Wenn du gar kein jQuery mehr benötigst, kannst du es auch idealerweise komplett aus deinem System entfernen. Anschließend gehst du unter die JavaScript-Templates und aktivierst die G-Lightbox. Zunächst noch ein kurzer Vergleich. Die alte Colorbox sieht so aus, du klickst auf ein Bild und du kennst diese Darstellung. Die G-Lightbox kommt jetzt von der Optik etwas moderner, das heißt, du klickst auf die Lightbox und hast hier natürlich die genau gleichen Optionen, allerdings sieht das Ganze schon etwas moderner aus. Sehen wir uns noch kurz die Konfiguration dazu an. Hier hat sich nicht wirklich etwas verändert. Wichtig ist einfach nur, dass du den Haken setzt, Großansicht, neues Fenster und schon funktioniert die G-Lightbox. Eine weitere Möglichkeit, die du mit der G-Lightbox nutzen kannst, ist, dass du Videos direkt in der Lightbox öffnen kannst. Ich habe hier einfach mal einen einfachen Hyperlink genommen und wenn ich nun auf diesen klicke, dann wird direkt in meinem Frame das Video geladen. Auch das lässt sich ganz einfach steuern. Ich habe hier einfach ein Hyperlink-Element. Darin gibt es eben die Linkadresse mit dem Ziel, einen Linktext und ganz wichtig, ich trage hier bei der Lightbox einen Wert ein. Das muss jetzt nicht Video sein, das könnte auch ein anderer Name sein, der eben individuell ist, sodass eben die G-Lightbox angesprochen wird. Wie auch schon bei der Colorbox kannst du noch die entsprechenden Optionen der G-Lightbox anpassen. Dazu gehst du am besten auf die Dokumentation und kannst diese Optionen hier eben in deinem Template ergänzen. Dazu überschreiben wir das Template G-Lightbox. Und hier findest du ab Zeile 19 die Konfiguration, das heißt aktuell ist nur der Selektor A Data Lightbox konfiguriert. Wir wollen jetzt noch weitere Optionen hinzufügen, zum Beispiel könnten wir jetzt den Open-Effekt ändern, wir können den Slide-Effekt ändern oder was ich immer ganz gerne mache, ist dieses Close on Outside-Click. Was bedeutet das? Wenn ich hier so eine G-Lightbox öffne und jemand klickt versehentlich außerhalb, dann wird diese geschlossen, wenn man das nicht möchte, sondern nur über den Close-Button, dann könnten wir diese Option implementieren. Das heißt, wir nehmen die Option, fügen diese hier ein, sagen, wir wollen das eben nicht haben, speichern und wenn ich jetzt die Lightbox neu öffne und wenn ich jetzt eben außerhalb klicke, dann wird nicht die Lightbox sofort wieder geschlossen, sondern das Ganze geht nur noch über den Close-Button. Das war's zur G-Lightbox. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlass mir doch einen Like und wir sehen uns beim nächsten Video.